Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Wir beginnen damit, wie man einen typischen Tag in einfachen Sätzen beschreibt, um Tagesabläufe klar und verständlich zu erzählen. Ja, ich freue mich darauf, denn wir zeigen Schritt für Schritt, wie man Morgen-, Arbeit-, Pausen- und Abendaktivitäten in einfachen Sätzen darstellen kann. Zuerst sprechen wir über den Morgen. Zum Beispiel, ich stehe um 7 Uhr auf und frühstücke, was die wichtigsten Handlungen und Zeitangaben klar benennt. Man kann auch ergänzen, ich trinke Kaffee und lese die Nachrichten, um gleich mehrere Tätigkeiten einfach zu verbinden und den Tagesanfang realistisch zu schildern. Beim Beschreiben der Arbeit kann man sagen, ich gehe zur Arbeit und arbeite am Computer, damit Lernende typische Aktivitäten im Alltag direkt einordnen können. Ein Zusatz wäre, ich telefoniere mit Kollegen und beantworte E-Mails, was die Routine deutlicher macht und neue Verben einführt, die man regelmäßig braucht. Für den Mittag kann man einfache Sätze verwenden, wie ich esse zu Mittag und mache eine kurze Pause, sodass man Reihenfolge und Abläufe klar darstellt. Man kann auch Freizeit einbauen. Am Nachmittag lese ich ein Buch oder höre Musik, wodurch man Aktivitäten abwechslungsreich zeigt und wichtige Verben wiederholt. Beim Abend hilft ein Satz wie ich koche zu Abend und sehe eine Serie, damit man Tagesabschluss und Routine gut verständlich vermittelt. Es ist auch gut, Gefühle kurz zu erwähnen. Zum Beispiel, ich finde meinen Tag angenehm, weil ich viel erledigt habe, damit der Zuhörer ein vollständiges Bild bekommt. Man kann Sätze kombinieren, aber weiterhin einfach halten. Zum Beispiel, ich stehe auf, frühstücke, gehe zur Arbeit und mache eine Pause, damit die Struktur leicht verständlich bleibt. Wer diese Methode übt, erkennt die typischen Tagesabläufe, kann sie in eigenen Sätzen wiedergeben und übt gleichzeitig Vokabeln und Satzbau. Es lohnt sich, jeden Abschnitt des Tages einzeln zu üben und die Sätze anschließend zu verbinden, um flüssiger sprechen zu können. Dadurch lernt man, wie man Aktivitäten logisch ordnet, Signalwörter einsetzt und die Zeitabfolge klar vermittelt, was das Deutschlernen praxisnah unterstützt. Nach ein wenig Übung könnt ihr euren ganzen Tag in einfachen Sätzen erzählen und dabei Grammatik, Wortschatz und Ausdruck gleichzeitig trainieren. Wir werden in den nächsten Abschnitten weiter vertiefen, wie man die Sätze abwechslungsreicher gestaltet, Redewendungen einbaut und den Tagesablauf flüssiger beschreibt. Ziel ist, dass ihr nach diesem Abschnitt euren Tag strukturiert, verständlich und selbstbewusst in Deutsch wiedergeben könnt, sodass Zuhörer alles leicht verstehen. Wer diese Technik regelmäßig anwendet, verbessert nicht nur das Sprechen, sondern auch das Hörverständnis und die Fähigkeit, eigene Tagesabläufe klar und einfach zu präsentieren. Einfache Sätze zu verwenden ist sehr hilfreich, weil man so Grammatik, Satzbau und Vokabeln gleichzeitig übt, ohne dass die Sätze zu kompliziert werden und der Lernfluss gestört wird. Genau. Kurze und klare Sätze erleichtern es, Informationen zu verstehen, sie zu wiederholen und im Alltag oder beim Sprechen direkt anzuwenden, wodurch das Lernen effizienter wird. Wer einfache Sätze bildet, kann Handlungen chronologisch darstellen. Zum Beispiel, ich stehe auf, frühstücke und gehe zur Arbeit und gleichzeitig Signalwörter wie zuerst oder danach nutzen. Außerdem hilft es, die wichtigsten Verben zu wiederholen, wie essen, lesen, arbeiten, spielen oder hören, damit man sie automatisch in eigenen Sätzen einsetzen kann. Einfache Sätze fördern auch das flüssige Sprechen, weil man nicht über komplexe Strukturen nachdenken muss, sondern direkt sagen kann, was man macht oder erlebt. Durch diese Methode kann man Routineaktivitäten wie Arbeiten, Pausen, Mahlzeiten oder Freizeit klar strukturieren und gleichzeitig den Wortschatz erweitern, ohne überfordert zu werden. Man kann die Sätze Schritt für Schritt aufbauen, zuerst einfache Aussagen machen und dann kleine Ergänzungen einfügen. Zum Beispiel, ich arbeite am Computer und telefoniere mit Kollegen, was die Verständlichkeit verbessert. Wer einfache Sätze benutzt, kann auch Gefühle und Meinungen leicht ausdrücken, wie ich finde meinen Tag interessant oder ich mag meine Freizeit, was die Kommunikation persönlicher und lebendiger macht. Einfache Sätze eignen sich besonders gut für Lernende, die noch unsicher in Grammatik oder Satzbau sind, weil sie Fehler vermeiden helfen und das Selbstvertrauen beim Sprechen stärken. Man kann auch Signalwörter, Präpositionen und Zeitangaben üben, zum Beispiel am Morgen, danach, für 20 Minuten oder mit Freunden, um Abläufe klar und verständlich zu machen. Diese Technik hilft nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim Hörverständnis, weil man vertraute Strukturen erkennt, Wörter schneller einordnet und den Kontext sofort versteht. Wer einfache Sätze übt, lernt auch, wie man Sätze logisch verbindet, Handlungen klar darstellt und Gedanken strukturiert ausdrückt, was für tägliche Gespräche besonders nützlich ist.
Zusammenfassend gilt, das Verwenden einfacher Sätze ist ein Schlüssel zum Erfolg, weil man Wortschatz, Grammatik, Satzbau und Ausdruck gleichzeitig trainiert und dabei motiviert bleibt. Indem man diese Technik regelmäßig anwendet, gewinnt man Sicherheit, kann den Tagesablauf selbstbewusst erzählen und versteht auch andere Lernende oder Muttersprachler leichter, ohne den Faden zu verlieren. Einfache Sätze sind der erste Schritt, um komplexere Themen später zu meistern, weil man die Grundstrukturen und wichtigsten Wörter bereits verinnerlicht hat und sie flexibel einsetzen kann. Wer diese Strategie in den Alltag integriert, merkt schnell, dass Deutschlernen einfacher, praxisnah und motivierender wird, weil man Erfolge sofort anwenden und nachvollziehen kann. Ziel ist, dass ihr nach diesem Abschnitt versteht, warum klare, kurze Sätze so wichtig sind, wie man sie aufbaut und wie sie euch helfen, tägliche Abläufe und Gedanken sicher zu kommunizieren. Mit dieser Grundlage seid ihr bereit, die nächsten Schritte zu gehen, Vokabeln gezielt zu verwenden und euren Tagesablauf auf Deutsch flüssig und verständlich zu beschreiben. Ein wichtiger Bestandteil des Tages ist die richtige Verwendung von Verben für alltägliche Aktivitäten, zum Beispiel aufstehen, frühstücken, arbeiten, essen, spazieren gehen oder Fernsehen, damit man seinen Tagesablauf klar beschreiben kann. Zeitangaben sind ebenfalls entscheidend, wie um 7 Uhr, am Morgen, am Nachmittag, abends oder für 20 Minuten, denn sie helfen, die Reihenfolge der Handlungen verständlich darzustellen. Man sollte auch Wörter für Mahlzeiten kennen, wie Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder Snack, um zu zeigen, wann man isst und welche Aktivitäten man davor oder danach macht. Freizeitaktivitäten sind ebenso wichtig, zum Beispiel lesen, Musik hören, Sport treiben, mit Freunden treffen oder Spiele spielen, damit man den Tagesablauf abwechslungsreich und realistisch beschreibt. Signalwörter und kleine Redewendungen wie zuerst, dann, danach oder anschließend sind nützlich, um Handlungen zu verbinden und die Struktur des Tages klar zu machen, ohne komplexe Sätze zu bauen. Weitere wichtige Verben für zu Hause sind kochen, putzen, waschen, aufräumen oder entspannen, weil sie die Routine und häuslichen Tätigkeiten präzise wiedergeben. Gefühle und Meinungen kann man mit Wörtern wie gern, lieber, interessant, wichtig oder angenehm ausdrücken, um den Tagesablauf lebendig und persönlich zu gestalten. Auch kurze Verbindungswörter wie aber, und oder sind wichtig, um einfache Sätze miteinander zu verbinden und den Text oder die Erzählung flüssig zu machen. Bei der Arbeit oder Schule sollte man Vokabeln wie arbeiten, lernen, vorbereiten, Besprechung oder Hausaufgaben einbauen, um die beruflichen oder schulischen Aktivitäten präzise zu beschreiben. Für den Transport oder Weg zur Arbeit und Freizeit sind Wörter wie gehen, fahren, mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß hilfreich, um den Tagesablauf vollständig darzustellen. Man sollte auch Verben für Kommunikation kennen, wie telefonieren, schreiben, fragen, antworten oder besprechen, damit Dialoge und Interaktionen im Alltag korrekt beschrieben werden können. Für Pausen oder Entspannung sind Wörter wie ausruhen, spazieren, Musik hören oder lesen wichtig, damit man die Balance zwischen Arbeit und Freizeit klar ausdrücken kann. Weitere nützliche Wörter sind Adjektive für die Tagesbewertung, wie gut, schön, langweilig, interessant oder anstrengend, um die Qualität des Tages zu beschreiben. Es ist hilfreich, alle diese Wörter regelmäßig zu wiederholen, sie in eigenen Sätzen zu verwenden und sie beim Erzählen des Tagesablaufs aktiv anzuwenden, damit sie automatisch abrufbar werden. Durch das bewusste Üben dieser Schlüsselvokabeln erkennt man typische Muster im Alltag, kann Handlungen genau beschreiben und den Tagesablauf flüssig und verständlich darstellen. Wer diese Vokabeln gezielt einsetzt, kann sowohl sprechen als auch verstehen, die Tagesaktivitäten logisch ordnen und alltägliche Situationen auf Deutsch selbstbewusst erklären. Zusammengefasst gilt, mit diesen täglichen Verben, Zeitangaben, Freizeit- und Haushaltsaktivitäten sowie verbindenden Wörtern baut ihr ein solides Fundament für das Beschreiben eines ganzen Tages in einfachen, klaren Sätzen auf. Diese Basis erleichtert nicht nur das Sprechen, sondern unterstützt auch das Hörverständnis, weil ihr bekannte Strukturen und Wörter sofort erkennt, wenn andere über ihren Tag sprechen. Indem ihr diese Wörter regelmäßig wiederholt und in eigenen Beispielen verwendet, könnt ihr euren Tagesablauf Schritt für Schritt flüssig, verständlich und abwechslungsreich beschreiben. Wer diese Vokabeln meistert, fühlt sich sicherer im Deutschsprechen, kann den Alltag erklären, Fragen beantworten und Routineaktivitäten klar und einfach ausdrücken, was Motivation und Sprachpraxis nachhaltig fördert. Wir zerlegen die Vokabeln nach Tagesabschnitten, damit man die wichtigsten Wörter für Morgen, Arbeit, Mahlzeiten, Freizeit und Abend gezielt lernen und anwenden kann, ohne den Überblick zu verlieren. Zum Morgen gehören Verben wie aufstehen,
Frühstücken, Duschen, Anziehen und Fertigmachen, die die grundlegenden Handlungen des Tagesanfangs beschreiben und leicht zu merken sind. Man kann einfache Sätze bilden wie ich stehe auf, dusche und frühstücke, damit Lernende die Reihenfolge verstehen und Signalwörter wie zuerst oder danach einbauen, um den Ablauf klar zu machen. Für die Arbeitszeit sind Wörter wie arbeiten, telefonieren, Besprechung, E-Mails schreiben und Projekt bearbeiten zentral, weil sie typische Tätigkeiten im Berufs- oder Schulalltag wiedergeben. Ein Beispiel wäre, ich arbeite am Computer, beantworte E-Mails und telefoniere mit Kollegen, was eine klare Reihenfolge und praktische Verben im Alltag demonstriert. Mahlzeiten lassen sich mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack oder Kaffeetrinken beschreiben, damit Lernende wissen, wie sie ihre Essenszeiten präzise darstellen können. Sätze wie ich esse zum Mittag und trinke Kaffee danach verbinden Mahlzeiten und kurze Pausen, wodurch man einfache Abläufe verständlich ausdrücken kann. Freizeitaktivitäten umfassen Wörter wie lesen, Musik hören, spazieren gehen, Sport treiben oder mit Freunden treffen, sodass der Tagesablauf abwechslungsreich und realistisch beschrieben wird. Man kann sagen, am Nachmittag gehe ich spazieren, höre Musik und lese ein Buch, um mehrere Freizeitaktivitäten in klaren Sätzen zu verbinden. Für den Abend sind Wörter wie kochen, Abendessen essen, Fernsehen schauen, entspannen und schlafen gehen nützlich, um den Tagesabschluss korrekt wiederzugeben. Ein Beispiel: Am Abend koche ich, esse zu Abend und sehe eine Serie im Fernsehen, was zeigt, wie man einfache Tätigkeiten in einem sinnvollen Ablauf kombiniert. Es ist auch hilfreich, Adjektive wie interessant, angenehm, ruhig oder anstrengend zu verwenden, um die Tagesabschnitte zu bewerten und eigene Eindrücke einzufügen. Signalwörter wie zuerst, danach, später oder am Ende verbinden die Abschnitte miteinander und sorgen dafür, dass die Erzählung flüssig und verständlich bleibt. Man sollte die Vokabeln regelmäßig üben, sowohl einzeln als auch in Sätzen, um sie automatisch abrufen zu können und sicher zu verwenden, wenn man den Tagesablauf erzählt. Wer diese Aufteilung nutzt, merkt schnell, wie man die wichtigsten Tätigkeiten, Mahlzeiten und Freizeitaktivitäten strukturiert beschreibt, ohne komplizierte Sätze zu brauchen. Durch diese Methode wird der gesamte Tagesablauf überschaubar, leicht verständlich und praxisnah, sodass Lernende sowohl sprechen als auch verstehen besser trainieren können. Zusammenfassend gilt, die Vokabeln nach Tagesabschnitten zu ordnen erleichtert das Lernen, macht Sätze klarer und gibt eine praktische Struktur, um einfache Sätze für jeden Abschnitt des Tages zu bilden. Wer diese Struktur beherrscht, kann den eigenen Tagesablauf flüssig erzählen, neue Wörter direkt einbauen und Abläufe verständlich darstellen, wodurch das Deutschlernen motivierend und effektiv wird. Die Kombination aus Verben, Mahlzeiten, Freizeitaktivitäten, Adjektiven und Signalwörtern bildet eine solide Grundlage, um den gesamten Tagesablauf einfach, strukturiert und verständlich auf Deutsch zu beschreiben. Wer regelmäßig übt, entwickelt Sicherheit, erkennt typische Tagesmuster, kann Sätze leicht variieren und den Tagesablauf selbstbewusst und flüssig in eigenen Worten wiedergeben. Hallo Felix, wie war dein Tag heute? Kannst du ihn in einfachen Sätzen beschreiben, damit wir die Tagesabläufe klar nachvollziehen können? Hallo Sarah, ich stehe auf, frühstücke, gehe zur Arbeit und arbeite am Computer. Danach mache ich eine kurze Pause und esse Mittag. Alles in einfachen Sätzen, um es verständlich zu halten. Sehr gut. Und was machst du nach der Arbeit? Kannst du auch deine Freizeitaktivitäten kurz schildern, damit die Abfolge vollständig ist? Am Nachmittag lese ich ein Buch, höre Musik und gehe ein bisschen spazieren. Danach koche ich zu Abend und sehe eine Serie, was meinen Tag entspannt und abwechslungsreich macht. Hervorragend. Und wie kannst du Gefühle oder Meinungen in diese Sätze einbauen, um sie lebendiger zu machen? Ich kann sagen, ich finde meinen Tag interessant, weil ich viele Aufgaben erledigt habe und trotzdem Zeit für Entspannung hatte, sodass Zuhörer auch meine Eindrücke verstehen. Perfekt. Und wie würdest du jemanden fragen, was er gemacht hat, um einen Dialog zu starten und einfache Antworten zu bekommen? Man kann fragen, was hast du heute gemacht? Und die Antwort kann in einfachen Sätzen erfolgen, wie ich habe gearbeitet, Pause gemacht und danach Sport getrieben. Sehr gut. Und wie kann man Signalwörter oder kleine Redewendungen nutzen, um die Sätze zu verbinden und den Ablauf zu strukturieren? Wörter wie zuerst, dann, danach oder am Abend kann man einbauen. Zum Beispiel, zuerst arbeite ich, dann mache ich Pause und am Abend koche ich, sodass die Reihenfolge sofort klar wird. Kannst du ein Beispiel geben, wie man mehrere Tätigkeiten in einem Satz kombiniert, ohne dass er zu kompliziert wird? Ja,
Man kann sagen, ich arbeite am Computer, beantworte E-Mails und telefoniere mit Kollegen, sodass mehrere Handlungen auf einfache Weise verbunden werden. Wie würdest du eine Pause oder Entspannungszeit in einfachen Sätzen darstellen, damit Zuhörer den Tagesrhythmus gut erkennen? Man kann sagen, ich mache eine kurze Pause, höre Musik und trinke Kaffee, wodurch man sowohl die Handlung als auch die Reihenfolge klar vermittelt. Sehr gut. Und wie würdest du über Mahlzeiten sprechen, um sie in den Tagesablauf einzufügen? Zum Beispiel, ich esse zu Mittag, trinke Wasser und esse einen kleinen Snack, sodass der Tagesablauf vollständig und verständlich bleibt. Und wie kann man den Abend zusammenfassen, damit der gesamte Tagesablauf einen runden Abschluss bekommt? Ich kann sagen, am Abend koche ich, esse zu Abend, sehe eine Serie und entspanne mich, sodass die Tagesaktivitäten einfach und vollständig dargestellt werden. Perfekt. Und wie kann man kleine Meinungen oder Gefühle einbauen, ohne den Satz kompliziert zu machen? Man kann sagen, ich finde meinen Tag angenehm, weil ich viel erledigt habe und trotzdem Zeit für mich hatte. Das bleibt einfach und aussagekräftig. Sehr gut. Und wie würdest du einem Freund Tipps geben, wie er seinen Tag in einfachen Sätzen beschreiben kann? Ich würde sagen, benutze kurze Sätze, Signalwörter und klare Reihenfolgen. Beschreibe jeden Abschnitt des Tages und füge kleine Meinungen oder Gefühle hinzu, damit es leicht verständlich bleibt. Fantastisch. So können Lernende auf einfache Weise ihren Tagesablauf darstellen und gleichzeitig wichtige Vokabeln, Signalwörter und Satzstrukturen üben. Wer diese Mini-Dialoge regelmäßig übt, verbessert nicht nur das Sprechen, sondern auch das Hörverständnis und kann den eigenen Tagesablauf klar, strukturiert und flüssig vermitteln. In diesem Abschnitt üben wir einfache Sätze über den Tagesablauf zu hören und sofort zu verstehen, damit ihr beim Zuhören typische Strukturen, Signalwörter und Verben schnell erkennt und einordnet. Zum Beispiel hört ihr, ich stehe auf, frühstücke und gehe zur Arbeit und könnt die Reihenfolge der Handlungen erkennen, die Verben identifizieren und den Ablauf im Kopf visualisieren, um das Verständnis zu trainieren. Achtet darauf, Signalwörter wie zuerst, dann, danach oder am Abend zu erkennen, weil sie helfen, die Reihenfolge von Aktivitäten zu verstehen und die Handlung logisch zu verfolgen. Man kann sich auch kurze Sätze merken wie ich lese ein Buch, höre Musik und mache einen Spaziergang, um typische Freizeitaktivitäten zu identifizieren und direkt zu verstehen. Beim Zuhören ist es wichtig, auf Präpositionen und Zeitangaben zu achten, zum Beispiel um 7 Uhr, für 10 Minuten oder nach der Arbeit, damit die zeitliche Abfolge klar wird. Ihr könnt auch kurze Dialoge hören wie was machst du nach der Arbeit? Ich koche zu Abend und entspanne mich, um Fragen, Antworten und typische Alltagssätze zu erkennen. Versucht beim Zuhören Schlüsselwörter wie arbeiten, essen, lesen oder spielen herauszufiltern, damit ihr die Handlung sofort versteht, ohne jedes Wort einzeln übersetzen zu müssen. Ein weiteres Beispiel. Zuerst stehe ich auf, dann frühstücke ich, danach gehe ich zur Arbeit und am Abend lese ich ein Buch, wobei ihr die Struktur und Abfolge klar nachvollziehen könnt. Ihr könnt auch kurze Notizen machen, zum Beispiel Aufstehen, Frühstück, Arbeit, Mittagspause, Freizeit, Abendessen, Entspannung, um die Informationen schneller zu verarbeiten. Wichtig ist, dass ihr die Sätze nicht nur hört, sondern auch versteht, indem ihr euch die Verben, Signalwörter und Tätigkeiten bewusst merkt und die Reihenfolge der Handlungen visualisiert. Manchmal können Verben ähnlich klingen wie lesen und schreiben. Daher solltet ihr genau zuhören, um die richtige Tätigkeit zu erkennen und Missverständnisse zu vermeiden. Ihr könnt euch auch Fragen stellen. Was macht die Person zuerst? Was kommt danach? Und die Antworten im Kopf oder auf Papier notieren, um das aktive Zuhören zu fördern. Je mehr ihr kurze Sätze über den Tagesablauf hört, desto schneller erkennt ihr Strukturen, Reihenfolgen und Signalwörter und könnt sie beim eigenen Sprechen oder Verstehen anwenden. Zusammengefasst, hört aktiv, achtet auf Verben, Zeitangaben und Signalwörter, visualisiert die Abläufe und übt die Reihenfolge der Handlungen, um euer Hörverständnis nachhaltig zu verbessern. Wer regelmäßig einfache Alltagssätze hört, trainiert nicht nur das Verstehen, sondern entwickelt auch ein Gefühl für natürliche Abläufe, Satzstrukturen und alltägliche Vokabeln im Deutschen. Mit dieser Methode werdet ihr schnell sicherer im Zuhören, könnt den Tagesablauf anderer verstehen und eure eigenen Sätze besser strukturieren, wodurch Deutschlernen motivierend und praxisnah bleibt. Um den Tagesablauf richtig zu beschreiben, ist die Gegenwartsform sehr wichtig, weil man damit aktuelle Handlungen und Routinen klar ausdrücken kann, wie ich stehe auf, frühstücke und gehe zur Arbeit. Genau. Wenn man die Verben im Präsens verwendet, sieht der Zuhörer sofort, welche Tätigkeiten regelmäßig oder gerade stattfinden, und es hilft, Sätze einfach und verständlich zu halten.
Beispiel: Ich arbeite am Computer, beantworte E-Mails und telefoniere mit Kollegen. Zeigt, wie mehrere Tätigkeiten im Präsens aneinandergereiht werden, ohne die Struktur zu komplizieren. Man kann auch Freizeitaktivitäten im Präsens ausdrücken, wie am Nachmittag lese ich ein Buch, höre Musik und gehe spazieren, sodass die Abfolge des Tages klar erkennbar bleibt. Signalwörter wie zuerst, dann, danach sind nützlich, um die Reihenfolge der Tätigkeiten zu verdeutlichen, wenn man mehrere Präsenssätze kombiniert und den Tagesablauf erzählt. Beim Frühstück kann man sagen, ich stehe auf, trinke Kaffee und esse ein Brötchen, wobei jede Handlung im Präsens steht und die Reihenfolge leicht verständlich bleibt. Auch für Mahlzeiten eignet sich das Präsens. Zum Beispiel, ich esse zu Mittag, trinke Wasser und esse einen Snack, damit der Alltag klar und flüssig wiedergegeben wird. Für den Abend kann man einfache Sätze bilden. Ich koche, esse zu Abend und entspanne mich, wodurch man Routineaktivitäten in natürlicher Reihenfolge beschreibt und Präsens korrekt anwendet. Gefühle und Meinungen kann man ebenfalls im Präsens ausdrücken. Zum Beispiel, ich finde meinen Tag interessant, weil ich viel erledige, damit die Aussagen lebendig und aktuell wirken. Bei Gesprächen oder Mini-Dialogen im Alltag wird das Präsens standardmäßig verwendet, damit man schnell und verständlich antworten kann, ohne komplizierte Zeiten zu nutzen. Man sollte auch darauf achten, dass Verben korrekt konjugiert werden, wie ich stehe, du stehst, er, sie arbeitet, um Fehler im Präsens zu vermeiden und klare Sätze zu bilden. Ein Vorteil des Präsens ist, dass man es flexibel für Routine, aktuelle Handlungen und sogar geplante Aktivitäten einsetzen kann. Zum Beispiel, ich gehe morgen einkaufen und koche am Abend. Durch das konsequente Üben der Gegenwartsform erkennt man typische Satzstrukturen, lernt, wie man Tätigkeiten logisch aneinanderreiht und kann den Tagesablauf flüssig erzählen. Wer das Präsens regelmäßig für Tagesabläufe anwendet, festigt sowohl Grammatik als auch Wortschatz und gewinnt Sicherheit beim Sprechen und Zuhören einfacher Alltagssätze. Zusammengefasst gilt, Präsens ist der Schlüssel, um den Alltag klar, verständlich und strukturiert zu beschreiben, neue Wörter anzuwenden und den Tagesablauf nachvollziehbar zu machen. Mit dieser Grundlage könnt ihr in den folgenden Abschnitten lernen, wie man Sätze noch besser verbindet, Redewendungen einbaut und den Tagesablauf abwechslungsreich und flüssig erzählt. Beim Aufbau von Sätzen ist die Wortstellung besonders wichtig, damit Zuhörer die Aktivitäten und Abläufe sofort verstehen. Zum Beispiel, ich stehe auf, frühstücke und gehe zur Arbeit, wobei Subjekt, Verb und Objekt klar angeordnet sind. Ja, und einfache Konjunktionen wie und, oder, aber helfen dabei, mehrere Tätigkeiten oder Gedanken miteinander zu verbinden, ohne dass die Sätze zu kompliziert werden. Beispiel: Ich arbeite am Computer, beantworte E-Mails und telefoniere mit Kollegen, wobei die Konjunktion und die Handlungen flüssig miteinander verbindet und die Reihenfolge verständlich macht. Man kann auch Alternativen ausdrücken, zum Beispiel ich lese ein Buch oder höre Musik, sodass man zwei mögliche Tätigkeiten klar darstellt und die einfache Satzstruktur beibehält. Wenn man Gegensätze ausdrücken möchte, kann man aber verwenden, wie in ich arbeite viel, aber ich finde auch Zeit für Pausen, was die Sätze abwechslungsreich und lebendig macht. Signalwörter helfen zusätzlich, den Ablauf zu verdeutlichen, zum Beispiel zuerst, dann, danach, später, sodass die Aktivitäten logisch aufeinander folgen und die Sätze verständlich bleiben. Man kann kurze Sätze verbinden, ohne die Klarheit zu verlieren. Zum Beispiel, ich stehe auf, frühstücke, gehe zur Arbeit und arbeite am Computer, wodurch der Tagesablauf komplett, aber leicht verständlich bleibt. Für Mahlzeiten lässt sich sagen, ich esse zu Mittag und trinke danach Kaffee, wobei und die beiden Handlungen logisch verknüpft und die Reihenfolge erkennbar macht. Freizeitaktivitäten kann man ähnlich verbinden. Ich gehe spazieren, höre Musik und lese ein Buch, damit der Ablauf klar bleibt und mehrere Tätigkeiten einfach dargestellt werden. Abendliche Aktivitäten lassen sich mit und oder aber kombinieren, wie ich koche, esse zu Abend und entspanne mich, was den Abschluss des Tages klar und strukturiert zeigt. Adjektive oder kurze Meinungen lassen sich auch mit Konjunktionen einbauen. Zum Beispiel, mein Tag war anstrengend, aber interessant, wodurch man einfache Gefühle und Bewertungen ausdrücken kann. Wenn man Sätze logisch verbindet, erkennt der Zuhörer sofort, was passiert, in welcher Reihenfolge die Aktivitäten stattfinden und wie man Routine und Freizeit miteinander kombiniert.
Kurze, einfache Sätze mit klarer Wortstellung und Konjunktionen erleichtern sowohl das Sprechen als auch das Verstehen, weil sie die Struktur deutlich machen und Missverständnisse vermeiden. Wer diese Regeln übt, kann seinen Tagesablauf flüssig, verständlich und abwechslungsreich erzählen, neue Wörter einbauen und Signalwörter effektiv nutzen. Zusammengefasst: Die richtige Satzstellung kombiniert mit einfachen Konjunktionen ermöglicht es, Abläufe klar zu vermitteln, mehrende Aktivitäten zu verbinden und den Tagesablauf strukturiert zu beschreiben. Wer diese Technik regelmäßig anwendet, verbessert sein Sprachgefühl, kann alltägliche Abläufe flüssig darstellen und gewinnt Sicherheit im Sprechen und Verstehen einfacher deutscher Sätze. Im Alltag sprechen Deutsche oft sehr direkt und einfach, wenn sie über ihren Tag erzählen. Zum Beispiel: Ich stehe auf, frühstücke und fahre zur Arbeit, ohne komplizierte Satzstrukturen zu verwenden. Ja, und sie nutzen viele kurze Sätze, Signalwörter und einfache Konjunktionen wie und oder aber, um Handlungen klar zu verbinden und gleichzeitig flüssig zu bleiben. Bei Gesprächen über Freizeit hört man oft Sätze wie: Am Nachmittag gehe ich spazieren, lese ein Buch oder höre Musik, was die Aktivitäten locker und verständlich ausdrückt. Oft werden auch kurze Meinungen eingebaut, zum Beispiel: Ich finde meinen Tag interessant, weil ich viel erledige, sodass Zuhörer direkt die persönliche Einschätzung verstehen. In Gesprächen mit Freunden oder Kollegen verwendet man einfache Zeitangaben, wie um 7 Uhr, am Abend oder nach der Arbeit, um den Tagesablauf präzise darzustellen. Auch Pausen und Entspannungszeiten werden direkt erwähnt, wie: Ich mache eine kurze Pause, trinke Kaffee und höre Musik, wodurch der Tagesablauf realistisch und nachvollziehbar wirkt. Für Mahlzeiten nutzen Deutsche klare Begriffe, zum Beispiel: Ich esse zu Mittag, trinke Wasser und esse einen Snack, um den Tagesablauf verständlich zu strukturieren. Beim Beschreiben der Arbeit sagen sie oft: Ich arbeite am Computer, beantworte E-Mails und telefoniere mit Kollegen, wodurch man die Routine unkompliziert und direkt vermittelt. Abendaktivitäten werden ebenfalls einfach ausgedrückt, wie: Am Abend koche ich, esse zu Abend und entspanne mich, was eine klare und flüssige Erzählung ermöglicht. Gefühle oder Bewertungen fügt man kurz ein, zum Beispiel: Mein Tag war anstrengend, aber schön, um dem Tagesablauf eine persönliche Note zu geben, ohne die Sätze zu komplizieren. Oft werden mehrere Tätigkeiten in einem Satz verbunden, zum Beispiel: Ich gehe einkaufen, putze die Wohnung und treffe Freunde, wobei die Reihenfolge klar bleibt. Deutsche sprechen im Alltag sehr praxisnah, nutzen bekannte Verben und Signalwörter und vermeiden lange, verschachtelte Sätze, um ihre Tagesabläufe verständlich darzustellen. Beim Zuhören kann man daher typische Strukturen schnell erkennen, wie Subjekt, Verb, Objekt, Signalwörter und einfache Konjunktionen, die den Tagesablauf logisch verbinden. Man sollte sich daran gewöhnen, kurze Sätze zu hören und selbst zu sprechen, um die alltägliche Kommunikation zu üben und das Hörverständnis zu verbessern. Wer diese Praxis regelmäßig beobachtet und nachahmt, kann alltägliche Gespräche besser verstehen, selbstbewusst antworten und den Tagesablauf flüssig wiedergeben. Zusammengefasst: Deutsche sprechen im Alltag direkt, einfach und strukturiert über ihren Tag, nutzen kurze Sätze, Signalwörter, einfache Konjunktionen und fügen gelegentlich persönliche Meinungen hinzu. Wer dieses Muster kennt und übt, kann den eigenen Tagesablauf realistisch, verständlich und locker darstellen, was das Deutschlernen praxisnah und motivierend macht. Mit dieser realistischen Herangehensweise an Alltagssprache wird man sicherer im Sprechen, verbessert das Hörverständnis und kann Tagesabläufe klar, flüssig und verständlich wiedergeben. Viele Lernende machen den Fehler, Zeitangaben falsch zu benutzen. Zum Beispiel: Ich stehe am Morgen um 7 Uhr auf, anstatt die korrekte Reihenfolge: Ich stehe um 7 Uhr am Morgen auf zu verwenden, wodurch die Sätze natürlicher klingen. Ein häufiger Fehler ist auch die falsche Konjugation von Verben im Präsens. Zum Beispiel: Ich arbeiten am Computer statt Ich arbeite am Computer, was die Verständlichkeit stark beeinträchtigt. Manchmal werden Aktivitäten vertauscht, zum Beispiel: Ich frühstücke nach der Arbeit, was grammatikalisch möglich, aber inhaltlich unlogisch ist und die Abfolge des Tages durcheinander bringt. Lernende vergessen oft Konjunktionen oder Signalwörter, wodurch die Reihenfolge unklar wird, wie in Ich stehe auf, frühstücke, gehe zur Arbeit, ohne zuerst, dann oder danach, was die Struktur schwächt. Ein weiterer häufiger Fehler ist die Mischung von Gegenwarts- und Vergangenheitsform. Zum Beispiel: Ich stehe auf und habe Frühstücke gegessen, was den Ablauf verwirrend macht. Auch Adjektive oder Meinungen werden manchmal falsch platziert, wie Mein Tag schön war, statt Mein Tag war schön, wodurch die Satzstruktur inkorrekt und schwer verständlich wird.
Bei Mahlzeiten werden oft falsche Verben verwendet, wie ich esse Mittag anstatt ich esse zu Mittag, was den Ausdruck natürlicher Abläufe im Alltag beeinflusst. Viele Lernende verbinden zu viele Tätigkeiten in einem Satz ohne passende Konjunktion. Zum Beispiel ich stehe auf, frühstücke, arbeite, telefoniere, lese ein Buch, wodurch der Satz schwer verständlich wird. Ein häufiger Fehler beim Freizeitvokabular ist, dass Aktivitäten im falschen Kontext genannt werden, wie ich arbeite am Nachmittag Musik hören, statt getrennte Sätze wie am Nachmittag höre ich Musik und entspanne mich zu nutzen. Manchmal werden Signalwörter vergessen, sodass der Tagesablauf nicht logisch erscheint. Zum Beispiel ich stehe auf, frühstücke, gehe arbeiten, ohne zuerst oder danach, was die Reihenfolge unklar macht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Teilnahme und das aktive Mitsprechen, das eure Lernfortschritte stärkt und euch motiviert, weiter Deutsch zu lernen. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Denkt daran, die Übungen zu wiederholen, Dialoge nachzusprechen und Mini-Stories selbst zu bilden, um dauerhaft Fortschritte zu machen. Wir freuen uns schon auf die nächste Lektion mit euch. Bis dahin nutzt alles Gelernte aktiv. Sprecht laut und integriert die Vokabeln in euren Alltag, um euer Deutsch zu verbessern. Auf Wiedersehen, bleibt motiviert und denkt daran, Übung macht den Meister. Jeder kleine Schritt bringt euch näher an flüssiges Deutsch in Alltagssituationen. Bis bald, liebe Lernende, und behaltet die Freude am Üben. Denn je mehr ihr übt, desto leichter fällt es, klar, flüssig und korrekt über euren Alltag zu sprechen. Tschüss, bleibt dran und integriert die Vokabeln, Satzstrukturen und Mini-Dialoge aus unseren Lektionen aktiv in euer tägliches Leben, um kontinuierlich Fortschritte zu machen. Vielen Dank für eure Unterstützung, euer Interesse und eure Motivation. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Deutschlernen und beim Anwenden der neuen Kenntnisse. Tschüss und denkt daran, jede Übung, jede Wiederholung und jede Mini-Story bringt euch ein Stück näher an mehr Sicherheit, flüssiges Sprechen und ein besseres Verständnis der deutschen Sprache.